Unser politisches System ist insgesamt massiv betroffen von der Corona-Krise. Der Bundesrat oder die Exekutive im Land regiert im Moment eigentlich im Alleingang. Ganz konkret auf die direkte Demokratie gemünzt ist natürlich die Verschiebung der Abstimmung vom 17. Mai, was man erwähnen müsste. Der Bundesrat sieht eine normale Meinungsbildung oder demokratische Meinungsbildung unter den aktuellen Umständen als erschwert an, weil man sich nicht treffen kann. Man kann keine Veranstaltungen machen, beispielsweise Informationsveranstaltungen. Kampagnen zu führen ist natürlich auch schwierig in der aktuellen Situation, da dies oft auf der Straße auch noch geschieht in der Schweiz, also direkt im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Was man weiß, ist, dass in solchen Extremsituationen oder Bedrohungslagen ein Schutzbedürfnis entsteht bei Menschen. Bevor die Maßnahmen in der Schweiz eben dann vom Bundesrat ergriffen wurden, wurden Stimmen laut, die Grenzen zu schließen. Man wünschte sich mehr Schutz, man wünschte sich eine starke Hand, die dann eben nachher auch gekommen ist. Man hat auch sofort begonnen, diese Krise politisch zu nutzen. Das hat man sehr schön gesehen am Beispiel der SVP, die eben mit ihrer Begrenzungsinitiative, die am 17. Mai hätte abgestimmt werden sollen, eigentlich ein Thema anschneidet, das unser aktuelles Leben tangiert, nämlich die Grenzen, die Grenzkontrolle, die Personenfreizügigkeit. Es wird auch dieses Jahr noch beispielsweise über die neue Kampfjet-Beschaffung voraussichtlich abgestimmt und auch da geht es um Geld, um viel Geld. Und die Frage ist, wie sehr diese wirtschaftlichen Konsequenzen, die wir zu tragen haben werden, oder auch die Bundesfinanzen natürlich jetzt ins Wanken geraten durch die aktuelle Krise und wie sehr sich das auf diese politischen Sachgeschäfte auswirken wird. Wenn wir uns jetzt kurz zurückbesinnen auf die Wahlen 2019, diese Klimawahl, wie sie genannt wurde, die grüne Welle, dann ist da schon etwas ein Fragezeichen im Raum, finde ich. Denn es ist schon so, dass man sich Ökologie quasi leisten können muss. Auch die Frage natürlich, ja, was macht das mit uns als Individuen in Bezug auf unsere Freiheiten, die wir eigentlich hier für selbstverständlich nehmen und plötzlich merken, es gibt Ereignisse, die diese massiv einschneiden können. Werden wir dankbarer dafür? Werden wir sie stärker verteidigen? Ja, man kann beschränkt natürlich einen Vergleich ziehen eben zu dieser Situation nach dem Ersten Weltkrieg, nach der spanischen Grippe. Da war wirklich eine Umbruchsstimmung im Land. Es gab den Generalstreik, ein Wahnsinnsereignis für die Schweiz. Dieser wurde dann vom Militär unterbrochen. Es gab danach die Einführung des Proporzwahlrechts. Also da ist wirklich sehr vieles in diesem Land in Gang geraten. Nach der spanischen Grippe, also da kamen ja dann die Roaring Twenties, diese glorifizierten goldenen 20er Jahre, wo viel gefeiert wurde, wo ein sehr exzessives Leben oder ein exzessiver Lebensstil von vielen Menschen kultiviert wurde. Und es ist natürlich möglich, dass so etwas Ähnliches hier auch geschehen wird im Nachgang zu dieser Isolationsphase. E-Voting ist sicher eines der Themen, das die Schweiz beschäftigt, schon seit längerem. Man hat es teilweise eingeführt, es wurde wieder rückgängig gemacht, man ist technologisch noch nicht so weit, die Sicherheit vollständig zu gewähren. Ich weiß ganz konkret aus einem Altersheim, wo jetzt Skype-Stationen eingerichtet wurden, damit die alten Menschen mit ihren Familien telefonieren können. Viele machen das natürlich zum ersten Mal. Und die Frage ist, wie weit greift das quasi um sich? Also informieren Sie sich jetzt vielleicht auch verstärkt digital oder eben kommen Sie auf diese digitalen Kanäle dank dieser Krise eigentlich, was ja dann doch ein starkes Argument dafür wäre, dass eben direktdemokratische Meinungsbildung auch in erschwerten Umständen möglich wäre. Die Pandemie hat das Parlament auf die Zuschauerränge verdrängt. Der Bundesrat hat gezwungenermaßen per Notrecht regiert
Aber heute sind Sie wieder voll in der Verantwortung. Eines kann und darf das Virus nicht beschädigen: unsere starke Demokratie.